key instructions of Lama Chetsangpa on the nature of the mind. Damals Thema die Unterweisung von Lama Chetsangpa über die Natur des Geistes. But first of all, I want to set the frame for this kind of text. Das ist das James die Bezugsrahmen für diese Art von einem Text setzen. This is not a view that is grounded in materialism. Hier handelt es sich nicht eine Sichtweise, die im Materialismus wurzelt. The modern view of the individual person Die moderne Sichtweise eines Individuums, einer individuellen Person, is that they inhabit a very sophisticated body. Ist, dass sie sozusagen einen sehr raffinierten Körper bewohnen. And rather, in fact, than inhabited, they are generated by the very sophistication of that body. Oder im Grunde genommen, statt zu sagen, dass sie diesen Körper bewohnen, könnte man sagen, dass sie durch die Raffinesse, die Komplexität dieses Körpers erzeugt werden. That the brain is a site of very fast and rich, complicated interaction. Und dass das Gehirn sozusagen der Sitz von sehr vielen, sehr schnellen und auch sehr reichhaltigen Interaktionen ist. And at death, when this material basis of consciousness vanishes, consciousness itself goes out like a lamp being blown out. Und dass mit dem Tod, wenn also die materielle Grundlage für das Bewusstsein, also der Körper verschwindet, das Bewusstsein selbst auch ausgelöscht wird, wie etwa wenn man eine Kerze ausbläst. But as Chetsangpa points out in the first part of the text that we want to focus in much detail on, we find ourselves in samsara. Ja, aber Chetsangpa herausstreicht in dem ersten Teil des Textes, den wir jetzt nicht ausführlich behandelt werden, sondern wir wirklich kurz andeuten werden, ist es so, dass wir uns in Samsara befinden. Samsara is an experience. Und Samsara ist eine Erfahrung. A way of experiencing. Oder eine Art und Weise des Erfahrens. Which arises from the mind, in the mind, due to the creativity of the mind being captured by a false idea. Diese Erfahrung entsteht im Geist, aus dem Geist heraus, aufgrund der Kreativität des Geistes, die den Geist selber als eine Menge falsch begründeter Ideen hat. Caught up in the ceaseless flow of self-referential conceptualization. Es ist befangen in einem ununterbrochenen Fluss von selbstbezüglichen Verbegrifflichungen. We find ourselves feeling separated and apart from the environment. Und wir finden aufgrund dessen, dass wir selbst getrennt sind, einen Abstand zu unserer Umgebung haben. Working to get more of what we want and less of what we don't want. Und in dieser Situation arbeiten wir daran, mehr von dem zu bekommen, was wir möchten, und weniger zu haben, was wir nicht möchten. And in this activity, our focus is on immediate gain. Und in dieser Art von Aktivität fokussieren wir uns auf einen unmittelbaren Gewinn. If something is nice, we can take it. Wenn etwas Schönes, werden wir es nehmen. If something is not so nice, we don't want to take it. Wenn etwas nicht so schön ist, wollen wir es nicht nehmen. For example, doctors give lots of advice about what is good for the health. Zum Beispiel Ärzte geben eine Menge Ratschläge darüber, was für die Gesundheit gut wäre. Don't smoke cigarettes, don't take too much alcohol and so on. Rauche keine Zigaretten, trink nicht zu viel Alkohol und so weiter. But many people don't pay attention to this advice. Aber viele Leute beachten diese Ratschläge nicht. Because there is a gap between what they know about the impact of cigarettes. Denn es gibt ja eine Lücke zwischen dem, was man über die Wirkung von Zigaretten weiß, and the feeling tone and symbolic value which is projected into the cigarette. Und dem sozusagen der Atmosphäre oder der Gefühlstönung und auch der in die Zigarette projizierten Werte. So from the point of view of immediacy, in my encapsulation in the moment,
smoking a cigarette feels good. Sozusagen vom Standpunkt der Unmittelbarkeit, meiner Einkapselung in den Augenblick, fühlt sich das Rauchen gut an. And this is part of what is called the law of unintended consequences. Und das ist das, was man als das Gesetz von unbeabsichtigten Konsequenzen bezeichnen könnte. That we don't pay attention to the great chain of cause and effect. Dass wir nämlich der großen Kette von Ursachen und Wirkungen keine Beachtung schenken. And so we find that what we thought was the case, the clarity we were trying to establish, leads into further confusion. Dass wir herausfinden, dass das, worum wir angenommen haben, dass es der Fall sei, das heißt die Klarheit, die wir zu etablieren gesucht haben, in Wirklichkeit zu weiterer Verwirrung führt. So he spends a bit of time setting out the nature of karma and the consequences of good and bad actions. So dass Chetsangpa hier eine ganze Menge Zeit damit verbringt, die Natur von schlechten und guten Handlungen zu erklären und die Natur karmischer Konsequenzen. That is to say that our ego self is not a eternal, neutral catalyst which simply causes things to happen in the world but is itself untouched by them. Und damit wird ausgedrückt, dass unser Ego selbst nicht sozusagen ein neutraler Katalysator ist, der lediglich dazu führt, dass uns herum in der Welt Dinge passieren, die aber uns oder dieses Ego eben nicht berühren. But even when we are manifesting a seemingly clear and unidirectional agency, selbst wenn wir also eine scheinbar klare und einsgerichtete Absicht manifestieren, I'm going to do this, I have done this, I'm glad I've done this, this is what I did. Ich werde dies tun, ich habe jenes getan, das ist das, was ich tun werde und so weiter. We find that this action has carried an excess of impetus which flips on into further responses coming back to us. Finden wir heraus, dass diese Art zu handeln sozusagen ein Übermaß, ein extra Überschuss an Impetus, an Durchschlagskraft mit sich trägt, die dazu führt, dass man sich sozusagen über das unmittelbare Ziel hinaus überschlägt und weitere Reaktionen hervorbringt. So inside a simple framework, some politicians believe Saddam Hussein is a bad man. If we remove the bad man, the people of Iraq will be happy. Sagen, in einem sehr vereinfachten Bezugsrahmen könnte sein, dass Politiker glauben, dass Saddam Hussein ein sehr schlechter Mann ist und wenn man den schlechten Mann beseitigt, dann werden die Menschen von Irak sehr glücklich sein. But this is like removing a key piece of a key foundational pillar in the basement of a house. Aber das ist so, als würde man sozusagen eine Säule von entscheidender Bedeutung im Fundament unseres eigenen Hauses entfernen. You pull out the pillar and the whole house starts to fall down. Man zieht die Säule raus und das ganze Haus fängt an einzustürzen. How could this have happened? Wie konnte das passieren? If you had looked at the anthropology of Iraq and the competing claims between different tribes and groups, it's obvious that there's a lot of potential intense conflict held in place by the dictator. Und wenn man also die Anthropologie des Iraks anschauen würde, würde man wissen, dass es da eine ganze Menge sozusagen stammesgeschichtliche Dinge gibt, die ablaufen und die verschiedenste Arten von Konfliktpotenzialen in sich bergen, die gewissermaßen durch den Diktator in Schach gehalten werden. But instead of seeing the dynamic function of the dictator, we see him just as a person who is problematic. Aber statt die dynamische Funktion eines Diktators zu sehen, sehen wir ihn lediglich als die Person, die problematisch ist. And so taking him out and putting someone else in is better. Das heißt, die Idee, ihn herauszunehmen und jemanden damit einen anderen einzusetzen, erscheint als eine gute Idee. Ist besser. So Buddhism would suggest this is something we all do a lot of. Und der Buddhismus würde dazu sagen, dass es ein Verfahren ist, dem wir eine ganze Menge Aktivität widmen. Rather than seeing the world as it is, as a vast field or network of interactive forces.
Statt dass wir die Welt als das sehen, was sie tatsächlich ist, nämlich ein umfassendes Feld von miteinander wechselwirkenden Kräften, in which each action has consequences well beyond its own particular shaping. In welchem Netzwerk nämlich jede Handlung Konsequenzen trägt, die weit über, sagen wir, unmittelbaren Zusammenhang hinausreichen. We oversimplify our understanding. Wir vereinfachen übermäßig unser Verständnis. And inside our simplified picture, we imagine we can have control by moving aspects around. Und in unserem allzu vereinfachten Bild haben wir die Fantasie, dadurch Kontrolle ausüben zu können, indem wir ausgewählte Versatzstücke irgendwie umherschieben können. This is the basic idea of karma, that every action will have consequences beyond what is possible to compute within the immediate moment. Und das ist die Idee des Karma, dass jede Handlung Konsequenzen haben wird, die jenseits all dessen hinausgehen, was man sozusagen aus dem momentanen Wissen über die Situation berechnen könnte. And therefore we need to be careful in our activity. Und deswegen müssen wir in unserer Aktivität sorgfältig sein. Where does our activity come from? Wo kommt denn unsere Aktivität her? From our mind. Aus unserem Geist. Some thought arises, we merge into the thought, then we enact the thought. Es entstehen Gedanken, dann verschmelzen wir mit dem Gedanken und dann setzen wir sozusagen den Gedanken in Szene. So this points to the area of work of meditation. Und das weist bereits auf das Gebiet der meditativen Arbeit hin. Why do we merge into thoughts? Warum verschmelzen wir mit Gedanken? We all have many, many different kinds of thoughts. Wir haben viele Arten von Gedanken. Some thoughts are quite rational. Einige von ihnen sind ziemlich rational. Some are quite irrational, foolish, confusing. Manche sind ziemlich irrational oder sogar idiotisch, verwirrend. But when we merge into these thoughts, they take on a feeling tone of truth. Wenn wir aber mit diesen Gedanken verschmelzen, dann nehmen sie ohnehin sozusagen die Gefühlstönung von Wahrheit. So the question then is how not to merge into that. Das heißt, es stellt sich die Frage, wie kann man es schaffen, nicht mit dem Gedanken zu verschmelzen. And this is what we'll be looking at. Und das ist das, was wir anschauen werden. Because when we do merge into these thoughts and our actions have further consequences, we find ourselves located in particular environments. Denn wenn wir mit den Gedanken verschmelzen und unsere Handlungen dann natürlich ihre eigenen Konsequenzen tragen, finden wir uns wieder in einer bestimmten Umgebung eingebettet. We are very, very fortunate people. Wir sind sehr von Glück begabte Leute. We live in countries where there is food, Wir leben in Ländern, in denen es Nahrungsmittel gibt, where the police are not mainly turned against the ordinary citizens, in Ländern, in denen die Polizei sich nicht hauptsächlich gegen gewöhnliche Bürger wendet, and where we don't have war. und wir haben hier keinen Krieg. In the world we know there are many, many countries where it's very difficult to be alive. Wir wissen, dass es in der Welt eine ganze Menge Länder gibt, in denen es wirklich sehr, sehr schwierig ist, überhaupt am Leben zu bleiben. In terms of all the possibilities just in the human domain, we are among the most fortunate. Sozusagen im Sinne von all den Möglichkeiten, die lediglich schon einfach das Leben im menschlichen Bereich bereitstellt, sind wir sehr, sehr in einer sehr glücklichen Lage. We've had war in Europe in living memory. Aber wir haben noch am Leben erhaltenen Gedächtnis Krieg in Europa gehabt. There is a de facto war in eastern Ukraine. Und es gibt einen tatsächlich de facto vorhandenen Krieg in Ostukraine. There are tanks and rockets going. Da gibt es Panzer und Raketen, die rumschwirren. And this could become very intense. Und das könnte ein sehr intensiver Konflikt werden. So, our present window of happiness has no intrinsic guarantee that it will continue forever. Sodass also unsere sozusagen Zeitfenster von Glück überhaupt keine innewohnende Garantie in sich trägt, dass es sich immer weiter so fortsetzen wird. Moreover, we are going to die. Und ganz gleich, was sonst, wir werden ganz sicher sterben.
Because the Buddhist proposition is that the mind is chief, is the most important thing, the mind is the basis. Da der Buddhismus aber vorschlägt, dass der Geist sozusagen der Chef in dem ganzen Geschehen ist, dass es die wichtigste Basis ist. And that the mind manifests the material rather than the material manifesting the mind. Und dass es der Geist ist, der das Materielle manifestiert und nicht umgekehrt das Materielle das Geistige. When we die, our experience will continue. Wenn wir also sterben, wird unsere Erfahrung fortfahren. We'll be born somewhere else. Wir werden irgendwo wiedergeboren. Maybe as a cow in a field. Vielleicht als eine Kuh auf dem Feld. Today it's very hot. Heute ist es sehr heiß. Many of the cows are in fields without any shade. Viele der Kühe stehen auf den Wiesen ohne jeden Schatten. If you go close to the cows, you see that there are flies all around their face. Und wenn man ihnen nahe kommt, sieht man, dass sie von Fliegen im Gesicht bedeckt sind. And their tail is too short to reach their face. Und dass ihr Schwanz zu kurz ist, um sich das Gesicht frei zu machen. The flies are going in the end of their nose. Fliegen gehen in die Nasenlöcher. If that happens for us, we put up our hand and get rid of it. Wenn das für uns passiert, dann nehmen wir unsere Hand und werden die Fliege wieder los. Shaking its head, putting it. Aber der Kuh bleibt nichts anderes übrig, als den Kopf zu schütteln und zu versuchen, mit der Zunge irgendwas zu erreichen. Because the cow exists as a means to an end. Denn die Kuh existiert sozusagen als ein Mittel zum Zweck. They provide milk or meat. Sie stellen Milch oder Fleisch bereit. They're not in the field because the farmer loves them as members of the family. Sie sind nicht auf der Wiese, weil der Bauer sie als Mitglieder seiner Familie so liebt. They're essentially slaves. Sie sind essentiell gesprochen Sklaven. And the farmer has the power of life and death over them. Und der Bauer verfügt über das Recht über Leben und Tod von ihnen. The farmer decides to send the cow to the abattoir. Und wenn der Bauer entscheidet, dass die Kuh jetzt zum Schlachthaus muss, nobody arrives from the United Nations. Kommt niemand von den Vereinten Nationen an. And even if an inspector came from the United Nations, he might well have a steak for lunch. Und wenn ein Inspektor der Vereinten Nationen käme, könnte es sein, dass er gerne ein Steak zum Mittag essen würde. And the situation of many creatures is very difficult. Die Situation vieler Kreaturen ist sehr schwierig. Then, of course, there are the other realms, the realms of hell and hungry ghosts. Dann gibt es dann noch die anderen Bereiche, der Höhlen, der hungrigen Geister. Some people see these as a psychological state which is generated in the mind of human beings. Manche betrachten diese Zustände als psychologische Zustände, die im Geist der menschlichen Wesen erzeugt werden. And in the traditional Buddhist view, arising in India and shared by the Hindus and other groups, these domains actually exist. Aber gemäß dem traditionell buddhistischen der buddhistischen Idee, die in Indien entstanden ist und die von den Hindus und vielen anderen religiösen Gruppen geteilt wird, existieren diese Zustände als tatsächlich existente reale Bereiche. That is to say, that we can find ourselves in many situations where we're powerless. Es drückt aus, dass wir uns in vielen Situationen wiederfinden können, in denen wir völlig machtlos sind. And your life continues according to where you find yourself. Und unser Leben geht dann gemäß den Umständen, in denen wir uns wiederfinden, weiter. It's not that there is something specially wonderful about us that we chose our life. Es ist nicht, dass an uns irgendwas besonders Wunderbares wäre, dass wir uns dieses Leben hier ausgesucht hätten. According to the tradition, at a certain point, due to the ripening of some tendencies in ourselves, when we left our previous life, we found ourselves drawn towards a human couple having sex. Gemäß der traditionellen buddhistischen Sichtweise haben wir aufgrund gewisser karmischer Neigungen, Tendenzen, als wir das vorangegangene Leben verließen, eine Neigung oder eine Anziehungskraft von einem Paar erfahren, das gerade Sex miteinander hatte. It was our own desire that brought us into that situation. Das war sozusagen unsere eigene Begierde, die uns dann in diese Situation gebracht hat. We didn't sort of stop for a moment and examine the parents and see whether they were educated, sophisticated, moral people.
Wir haben da sozusagen die Tendenz nicht Einhalt geboten, angehalten und erstmal geguckt und untersucht, ob dieses Paar aus sozusagen verfeinerten, wohlerzogenen und moralischen Leuten besteht. Rather, we were drawn into a little private porn movie. Es war eher so, dass wir sozusagen in so ein kleines privates Porno-Geschehen angezogen waren. Turned on by the excitement of the sexual act. Und wir wurden sozusagen selbst aufgedreht durch die Aufregung des sexuellen Akts. And according to the tradition, if you were primarily drawn towards the penis, you were reborn with a female body, and if you were primarily drawn towards the vagina, you were reborn with a male body. Gemäß der traditionellen Erklärung, wenn man dann primär sich vom Penis angezogen gefühlt hat, dann wird man in einem weiblichen Körper geboren, und wenn man primär zu der Vagina angezogen wurde, wird man dann in einem männlichen Körper wiedergeboren. It is essentially, it's a matter of luck in that particular moment what co-emerges. Man könnte sagen, es ist auch eine Glücksfrage, was in diesem besonderen Augenblick gewissermaßen koemergent ist. Then of course we grow up and we come into our sense of self. Dann wachsen wir auf, dann wachsen wir sozusagen in unser Selbstempfinden hinein. And we grow more confident that we can make proper decisions about our lives. Und wir entwickeln immer mehr Zuversicht, dass wir die richtigen Entscheidungen für unser Leben treffen können. We feel we're in charge of our lives. Wir haben das Gefühl, dass wir sozusagen Kontrolle über unser Leben haben. But we don't decide whether to have cancer or not. Aber wir entscheiden nicht, ob wir jetzt Krebs haben wollen oder nicht. We don't decide whether to have a stroke or not. Wir entscheiden nicht, ob wir einen Schlaganfall kriegen oder nicht. These things happen. Diese Dinge passieren. What Buddhism is suggesting is that the ego is addicted to a fantasy of mastery. Was der Buddhismus also im Grunde genommen vorschlägt, ist die Sichtweise, dass das Ego süchtig ist nach der Fantasie einer Meisterschaft. And the basic principle of our existence is actually happenstance. Während das grundlegende Prinzip unserer Existenz in Wirklichkeit Zufall ist. Something happens, and here we are. Then something else happens. Es geschieht dann wieder was anderes und dann sind wir wieder dort. Then it's one thing after another. Ein Ding nach dem anderen. That is to say, a lot of the time our positioning is passive and reactive. Mit anderen Worten, unsere Positionierung ist ein Großteil der Zeit über passiv und reaktiv. We didn't decide that the weather would be very hot. Wir haben nicht entschieden, dass das Wetter sehr heiß sein wird. Because it's very hot, then we have reactions to that. Weil es aber sehr heiß ist, haben wir gewisse Reaktionen darauf. We are finding a way, we are fitting in. Wir finden einen Weg und wir passen uns da hinein. We're not actually very powerless. Wir we're not actually very powerful. sind in Wirklichkeit nicht sehr mächtig. Moreover, our situations are very impermanent. Zudem sind unsere Situationen ohnehin auch sehr unbeständig. Money is impermanent, health is impermanent, employment is impermanent. Geld ist unbeständig und Gesundheit ist unbeständig und die Frage, ob wir Arbeit haben, ist auch unbeständig. Family structures are impermanent. Die Strukturen unserer Familie sind vergänglich. Our lives 10 years ago are probably not so similar to how they are now. Unser Leben 10 Jahre zuvor war wahrscheinlich nicht so ähnlich wie das, was wir jetzt als Leben haben. Death will come. Und der Tod wird auch kommen. And all that we have accumulated as knowledge in this life will vanish. Und alles, was wir als Wissen in diesem Leben akkumuliert, angesammelt haben, wird verschwinden. All the things that we can do, All diese Dinge, die wir zu tun wissen, the knowledge of where to get a good pizza, unser Wissen, wo man eine gute Pizza kriegt, that won't travel with you. das wird nicht mit uns reisen. And even if it did travel with you, you're probably not born in the same town. Und selbst wenn es mit uns reisen würde, wären wir wahrscheinlich nicht in der gleichen Stadt wiedergeboren. So in that way, it's suggesting that everything that we construct has limited validity. Was hier mit anderen Worten vorgeschlagen wird, ist es zu sehen, dass alles, was wir konstruieren, nur von begrenztem Wert ist. Oder von begrenzter Gültigkeit ist. It's not that it has no validity. Es ist nicht, dass es überhaupt nicht gültig wäre. But its validity is limited to context and to
time, to temporal duration. Aber die Gültigkeit ist immer begrenzt auf den Zusammenhang und auf Zeit und Dauer. And so if we spend our whole life working to create pleasant circumstances, Wenn wir also das ganze Leben damit verbringen, daran zu arbeiten, angenehme Umstände zu erschaffen, after a while we have to leave this life. dann müssen wir nach einer Weile dieses Leben ohnehin verlassen. Or you might spend your time collecting beautiful paintings. Wir können unsere Zeit damit verbringen, wunderbare Gemälde zu sammeln. And then you go blind. Und dann wird man plötzlich blind. The paintings are still on the wall, Gemälde hängen noch immer an der Wand, but you don't have direct access to them. aber wir haben keinen unmittelbaren Zugang mehr zu ihnen. As people get quite old, they're not usually so interested in food. Wenn Leute älter werden, verlieren sie für gewöhnlich Interesse an Essen. Might have plenty of money, but what are you going to do with it? Es könnte sein, dass sie eine Menge Geld haben, aber was werden sie mit diesem Geld anfangen? The senses start to diminish. Die Sinneswahrnehmungen vermindern sich Then it's gone. und dann ist es weg. So, in our world of construction, there are many interesting projects which can eat up all our time. So sind also in dieser Welt unsere Konstrukte sicherlich viele interessante Projekte, die unsere Zeit insgesamt auffressen können. If we are lucky enough, our projects are an end in themselves. Wenn wir Glück haben, sind diese Projekte sozusagen in sich selbst ein Zweck. But if we take them as a means to an end, Wenn wir sie aber als ein Mittel zum Zweck nehmen, then it's much more difficult. dann ist es sehr schwierig. So, for example, if you are a potter Wenn man ein Töpfer ist and you really enjoy working with clay, und wenn man es genießt, mit Ton zu arbeiten, then your daily work is meaningful in itself. dann ist unsere tägliche Arbeit sozusagen in sich bedeutsam. And so, life is fine. Und dann ist das Leben okay. It's still impermanent. Ist natürlich immer noch unbeständig. But if you do a terrible job in order to get money, Wenn wir aber einen furchtbaren Job haben, einfach nur um Geld zu bekommen, life is going by. dann läuft das Leben vorbei. Because you have a resentment against the work you do, Da man ein Ressentiment gegen die Arbeit hat, die man verrichtet, you can't fully open to it. kann man sich der Arbeit gegenüber nicht vollkommen öffnen. You get caught up in thoughts of if only. Dann wird man befangen in Gedanken, was wäre wenn. And then life's gone. Und dann ist irgendwann mal das Leben vorbei. So, what are we doing with our life? Was machen wir also mit unserem Leben? Is there something to do with our life? Gibt es da etwas, was man mit unserem Leben tun könnte? Sollte? In Western Europe, there are many ideas of things you can do. In Westeuropa gibt es eine Menge Ideen darüber, was man tun könnte. You can go walking in the mountains. Man kann sich für Bergsteigen interessieren. Driving here today, we saw quite elderly people cycling up very steep hills. Als wir hier herfuhren, haben wir ziemlich ältere Herrschaften gesehen, die sich auf einem Fahrrad hier die Hügel hochgestrampelt haben. Presumably they think there's some value in that. Wahrscheinlich denken sie, dass darin irgendein Wert besteht. To me it looks ridiculous. Für mich sieht das lächerlich aus. I think they have a lack of dignity. Und es sieht ein bisschen würdelos aus. But they want to be healthy. Aber sie wollen gesund sein. Putting extreme pressure on your heart on a hot day going up a hill probably is not a good basis for health. Aber extremen Stress auf unser Herz zu lasten an einem sehr heißen Tag ist wahrscheinlich nicht wirklich gesundheitsfördernd. But you often find that people who do this kind of thing say, oh, but if I stop doing it every week or even every day, then it's more difficult to start again. Und dann werden wir finden, dass Leute, die das tun, sagen werden, aber wenn ich aufhöre, es jeden Tag oder jede Woche zu machen, dann wird es sehr schwierig sein, wieder anzufangen. That's why I have to go running, even if it's raining or cold. Und darum muss ich weitermachen, auch wenn es regnet oder kalt ist. Because I've got used to it, which is to say it's just another habit formation. Nur weil ich einfach daran gewöhnt bin, was ja nichts anderes ist, als zu sagen, dass es einfach eine andere Formierung von Gewohnheiten ist. I run because I run. Ich renne, weil ich renne. Why not? Warum nicht? Life is going by.
Aber das Leben geht vorbei. Is there anything better or more important to do before you die? Gibt es da vielleicht was Besseres oder Wichtigeres zu tun, bevor man stirbt? That's what I like to do. Das ist das, was ich gerne tue. I'm having fun. Ich habe Spaß. So this is very, very popular orientation in our world. Das ist eine sehr populäre Ausrichtung in unserer Welt. When the farmer takes in the harvest in the autumn, Wenn der Bauer seine Ernte im Herbst einfährt, they can sell everything and have a lot of money and have parties all through the winter. kann er alles verkaufen und eine Menge Geld haben und dann Partys durch den Winter hindurch feiern. But in the spring they have to plant some seed. Also im Frühjahr müssen sie Samen pflanzen. If all the seed has been used for having parties, what are they going to do? Wenn all die Samen dazu benutzt worden sind, Partys zu haben, was werden die machen? What about next year? Was ist mit dem nächsten Jahr? Oh, when I die, that's the end. Let's have fun. Ach, wenn ich sterbe, dann ist es sowieso das Ende. Lasst uns mal jetzt Spaß haben. So Buddhism is quite challenging to our modern point of view. So ist also der Buddhismus wirklich eine Herausforderung gegenüber unserem modernen Standpunkt. Saying this life is not the only thing. Er sagt, dieses Leben ist nicht das Einzige. What about the future? Was ist mit der Zukunft? What is it you take into future life? Was ist es, was du im künftigen Leben mitnehmen wirst? In the general Buddhist teachings, it says the only thing you take is your karma, good or bad. In den allgemeinen buddhistischen Unterweisungen sagt es, dass es das Karma ist, das man mitnehmen wird, Schlechtes wie Gutes. But of course your karma is embedded in your mind. Aber unser Karma ist natürlich eingebettet in unserem Geist. Your mind is present in all your existences. Und unser Geist ist gegenwärtig in allen unseren Existenzen. So there's a question, what is our mind? Das heißt, es stellt sich die Frage, was ist nun dieser Geist? If our mind is simply the circumstantial patterns of thoughts, Wenn unser Geist lediglich die umstandsbezogenen Muster unserer Gedanken ist, arising from interaction of the brain's cognitive and affective capacity in relation to what comes through the sense organs, Gedankenmuster, die aus den intellektuellen, kognitiven und emotionalen Fähigkeiten unsere intellektuellen und sinnesbezogenen Wahrnehmungsfähigkeit entspringen, then it doesn't matter. dann spielt es keine Rolle. But if the mind is a presence and awareness, Wenn aber unser Geist eine Präsenz, eine Bewusstheit ist, then you can find yourself in difficult situations. dann könnte es sein, dass wir uns in schwierigen Situationen wiederfinden. If a wasp comes into the room, Wenn eine Wespe in dieses Zimmer fliegt, buzzes around for a while, sie brummt da so ein bisschen vor sich hin eine Weile lang and often trying to get out through a closed window. und dann versucht sie oft durch ein geschlossenes Fenster hinauszufliegen. It's not able to work out that there is no pathway here. Und sie ist nicht in der Lage herauszufinden, dass da kein Weg führt. The wasp is having an experience. Die Wespe hat eine Erfahrung. You can hear by the acceleration of the wings and the kind of sound it's making. Man kann das hören aufgrund von den Beschleunigungen, den Klängen der Flügel, die da hervorgebracht werden. That there seems to be some kind of frustration going on in it, that it can't get to where it would like to be. Und wir können hören, dass da irgendeine Art Frustration vor sich geht, dass die Wespe nicht dahin kommen kann, wo sie gerne wäre. This is to say it's trapped. Mit anderen Worten, die Wespe sitzt in einer Falle. We human beings can open windows. Wir Menschen können Fenster aufmachen. In all the 6 realms described in the Buddhist tradition, the human domain is seen as the one with the most potential for enlightenment. In all den 6 Daseinsbereichen, die in der buddhistischen Tradition beschrieben werden, scheint die menschliche Welt diejenige zu sein, die das größte Potenzial für Erleuchtung in sich trägt. That is to say, our lives are both easy and difficult. Mit anderen Worten, unsere Leben sind einfach und schwierig zugleich. Which means that we know something about pleasure and pain. Das bedeutet, dass wir etwas über Freude und Schmerz wissen.
And we also have the intelligence to observe and start to analyze our situation. What are the causes of pleasure? What are the causes of pain? Und auch, dass wir die Intelligenz haben, Situationen zu beobachten und auch zu analysieren, uns zu fragen, was sind die Ursachen von Freude, was sind Ursachen von Schmerz. So, from the Buddhist point of view, we have a very rare and precious opportunity. Vom buddhistischen Standpunkt aus haben wir also eine sehr seltene und kostbare Gelegenheit. And we should use our experiences of suffering to help us see when we get lost. Und wir sollten unsere Erfahrung von Leiden, von ihm Gebrauch machen, um zu erkennen, zu sehen, wann wir verloren gehen, weil wir sozusagen auf Abwege geraten. The villages here all seem to have little churches. Die Dörfer hier scheinen alle so kleine Kapellen zu haben. And they have cemeteries. Und sie haben auch Friedhöfe. When people are dead, we put them away in the ground. Wenn Leute tot sind, machen wir sie weg und begraben sie in der Erde. When the person's lying in bed and dying, Wenn die Person im Bett liegt und stirbt, we look in their face. wir schauen ihre Gesichter an. We remember the kindness maybe our grandmother did to us. Wir erinnern uns vielleicht an die Güte, die unsere Großmutter uns angedeihen ließ. From the heart we say, Granny, I love you. Vom Herzen sagen wir, Großmutter, ich liebe dich. Then grandmother is dead. Und trotzdem ist die Großmutter dann tot. It's very hot. Es ist sehr heiß. Grandmother is dead and starting to rot. Und Großmutter ist tot und fängt an zu verrotten. We have to get rid of Granny Wir müssen also die Großmutter loswerden. because we don't love this rotting corpse. Denn wir lieben diese verrottene Leiche nicht. It smells bad and it reminds us of death. Sie stinkt und sie erinnert uns an den Tod. This is not how I want to remember my grandmother. Und das ist nicht die Art und Weise, wie ich mich an meine Großmutter erinnern möchte. I remember her in the kitchen and she would make this lovely cake. Ich erinnere mich an sie in der Küche und sie machte diese wunderbaren Kuchen. Not lying in the bed with saliva dribbling. Nicht im Bett liegend und sabbernd und so was. That is to say, we are very good at editing the world to make the kind of images which confirm that life is okay. Damit Worten, wir sind sehr gut darin, die Welt so zu editieren, dass wir die Bilder produzieren können, die uns darin bestätigen, dass das Leben schon okay ist. But these moments of suffering are important. Aber diese Augenblicke des Leidens sind wichtig. That is to say, my attachment, my investment in someone, my care for them, my love for them is no guarantee that that is going to allow them to stay near to me. Und das drückt aus, dass mein Festhalten, mein Anhaften, meine Liebe, meine Fürsorge, mein Wunsch, dass sie bei mir bleiben würden, trägt überhaupt nicht die Garantie in sich, dass die Umstände erlauben werden, dass sie tatsächlich bei uns bleiben werden. All kind of forces can separate people. Es gibt viele Arten von Kräften, die zur Trennung von Leuten führen können. Economic forces, erotic forces, health forces. Ökonomische Kräfte, erotische Kräfte, Gesundheitsgründe. Then we have a chance to see, oh, I suffer because of attachment. Dann haben wir eine Chance zu erkennen, dass ich gelitten habe aufgrund von Anhaften. It doesn't mean that we shouldn't care for other people. Was nicht bedeutet, dass man sich um andere nicht sorgen sollte oder für sie sorgen sollte. But if we build our lives on top of the sense, I will always be here for you. Aber wenn wir unser Leben sozusagen auf der Grundlage dieser Empfindung aufbauen, ich werde für dich immer da sein, This is a bit of a deception. dann ist das ein bisschen eine trügerische Vorstellung. I will always love you Ich werde dich immer lieben, as long as you're healthy, young and beautiful. solange du gesund, jung und schön bist. So, I love you is generally a lie. Das heißt, ich liebe dich ist in der Regel eine Lüge. And in this moment, I feel this desire. I feel love for you. Im Moment empfinde ich diese Begierde, ich empfinde Liebe für dich. It's arising due to causes and conditions. Das kommt aufgrund von Ursachen und Bedingungen auf.
Now, if you say this to someone in a nightclub, they probably won't go home with you. Wenn man das aber zu jemandem im Nachtclub sagt, dann wird die Person wahrscheinlich nicht mehr mit uns nach Hause mitgehen wollen. You have to say, you're amazing. God, when I saw you come in, I just thought, wow. Man muss sagen, du bist wirklich erstaunlich, als ich reinkam. Und das I can see we're really connected. Überwältigend. Ich kann wirklich sehen, wie verbunden wir sind. This is fantasy. Das ist eine Fantasievorstellung. The truth is much less romantic. Die Wahrheit ist viel weniger romantisch. The European tradition of romanticism is based on a false notion of eternity. Diese europäische Tradition der Romantik basiert auf einer falschen Vorstellung von Ewigkeit. Eternal love. Die ewige Liebe. What could that mean? Was könnte das sein? I will love you forever as long as I don't need to see you every day. Ich werde dich für immer lieben, solange ich dich nicht jeden Tag sehen muss. I love the idea of you. It's just when you behave like that, fuck off. Ich liebe die Idee von dir, aber wenn du dich so benimmst, dann verpiss dich. Because actions have reactions. Handlungen wecken Reaktionen. We are impacted by how other people are. Wir sind beeinflusst durch das, wie andere sind. We want to have an advantage, we want to avoid disadvantage. Wir wollen Vorteile bekommen und wir wollen Nachteile vermeiden. We feel there is something lacking in me. Wir haben einen Mangel in uns. And therefore, if I get the right thing from the world, I will be happy. Wenn ich dafür dann das Richtige von der Welt bekomme, werde ich glücklich sein. And so the inflated notion of romantic love Und so ist diese etwas aufgeblähte Vorstellung romantischer Liebe means you are the answer to the problem that I have, that is to say that I am not complete in myself. drückt aus, dass du die Antwort auf das Problem bist, das ich habe, dass ich selbst in mir nicht vollständig bin. You make me feel complete. Du gibst mir das Gefühl, vollständig zu sein. For a while. Für eine Weile. Because the trajectory of your life is dynamic. Denn die Bahn unseres Lebens ist eine dynamische Bahn. You are changing and developing due to your interaction with the world. Wir verändern uns, wir entwickeln uns aufgrund unserer Wechselwirkungen mit der Welt. And the same is true for me. Und auch das Gleiche trifft für den anderen zu. So how can we make this grand claim, this will be forever? Wie können wir also diese großspurige Behauptung aufstellen, dass es für immer sein wird? As if when we die we can buy tickets for the same new lifetime and be born together again. So als wenn wir sterben, würden wir trotzdem Fahrkarten für eine nächste Lebenszeit kaufen könnten, in der wir gemeinsam wiedergeboren werden. Because the romantic love says, you are my savior. Denn die romantische Liebe sagt, du bist meine Errettung. At the time when Christianity was powerful, such a view would be seen as quite shameful. In der Zeit, in der das Christentum stark war, würde eine solche Sichtweise als ziemlich beschämend angesehen werden. God, Jesus, maybe even Mary are guarantors of happiness, but not some person wandering around. Gott oder Jesus oder Maria, wenn es sein muss, waren die Garantien für Glück, aber nicht irgendjemand, der da umherlief. Ordinary people are full of faults. Gewöhnliche Leute sind voller Fehler. To see a person with faults as perfect is to be stupid. Jemand mit Fehlern als vollkommen anzuschauen, ist einfach dumm. Romantic love is a form of stupidity. Und romantische Liebe ist eben eine Form von Dummheit. It's pretty obvious. Es ist ziemlich offensichtlich. And we have this very sweet language nowadays. Wir haben diese süße Sprache heutzutage. If you look at these magazines like Hello and OK, Wenn man sich solche Zeitschriften wie Hallo oder Okay anschaut, magazines about so-called celebrities, die Zeitschriften, die mit Zelebritäten handeln, Jennifer Aniston and her new love. Jennifer Aniston und ihre neue Liebe. Beautiful. Wundervoll. I mean, in the politest possible way, we have to think, well, how many
enough has she had? Und in der möglichst höflichsten Art und Weise sollten wir aber darüber nachdenken, wie viele solche Lieben hat sie schon gehabt. 100 years ago in the villages around here, they would say this is a promiscuous whore. 100 Jahre zuvor in einem Dorf wie hier hätte man einfach gesagt, dass es eine promiske Hure ist. Of course, we know this culturally. It's only in our time we say, oh, she's very adventurous in her love. Kulturell wissen wir das irgendwie, aber in der jüngsten Zeit ist es üblich zu denken, oh, sie ist in ihrer Liebe sehr abenteuerlich. We wish her luck in her search for happiness. Wir wünschen ihr alle Glück auf ihre Suche nach dem Glück. Maybe she's looking in the wrong place. Aber vielleicht sucht sie an der falschen Stelle. Because what was shiny, after a while is not shiny. Denn das, was so glänzt, hört nach einer Weile auf zu glänzen. What made it shine? Was hat es denn glänzen lassen? Her mind, her belief. Ihr eigener Geist, ihre Vorstellung, ihr Glaube. And then her mind changed. Und dann hat sich ihr Geist verändert. And then it wasn't shiny. Und dann hat es nicht mehr geglänzt. Then bye bye, cry cry. Tschüss und heul. Then hello, haha, love you. Und dann wieder Hello, Like that. ich liebe dich und so weiter. This is our lives. This fills the television. Das sind unsere Leben, das füllt das Fernsehen. Novels and movies, nothing but these kind of stories. Die ganzen Romane und Filme sind nichts als diese Art von Geschichten. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I can't help it. Your Marlene Dietrich special song. Sich verlieben, wieder verlieben. Ich wollte es niemals, aber was kann ich tun? Ich habe es nicht beabsichtigt. Falling in love, being taken over by something. Sich verlieben, auf Englisch in Liebe fallen, sozusagen von etwas überwältigt werden. And afterwards, we think, what was that? Und hinterher denken wir, was war das denn? It seemed a good idea at the time. Es erschien mir eine gute Idee zu dieser Zeit. But now I realized. Aber jetzt ist mir klar geworden, This would indicate that we have to be careful about what we take refuge in. das indiziert oder zeigt, dass es so eine gewisse Sorgfalt bedarf. Worin nehmen wir denn eigentlich Zuflucht? Taking refuge in your transitory emotions is probably not the best guarantor of happiness. Zuflucht in unsere vorübergehenden Emotionen zu nehmen, ist vermutlich kein Garant für sehr viel Glück. So in Buddhism we begin taking refuge in the Buddha, the Dharma and the Sangha. Und deswegen nehmen wir im Buddhismus Zuflucht in Buddha, Dharma und Sangha. Means to say, the Buddha is the enlightened one. Und das drückt aus, dass der Buddha der Erleuchtete ist. Buddha has awoken to the actuality of how life is. Der Buddha ist sozusagen zu der Tatsächlichkeit dessen, wie das Leben ist, erwacht. Not relying on beliefs and assumptions and things that he had learned, he was able to see directly. Verlässt sich nicht mehr auf Glaubensvorstellungen und vorweggenommene Annahmen oder Dinge, die er gelernt hat, sondern ist in der Lage, die Dinge direkt unmittelbar zu sehen, wie sie sind. In the Dharma is the teaching that he gave, which describes how this actuality is and how one might go about awakening to it. Und der Dharma, den er erteilte, ist eine Lehre, die beschreibt, wie die Dinge in ihrer Tatsächlichkeit sind und wie man sozusagen sich dran machen könnte, zu dieser Tatsächlichkeit zu erwachen. And the Sangha refers to the groups of people who turn their mind towards this path and enter into it and engage fully so that they have some awakening. Und das Sangha bezieht sich dann auf die Gruppen von Leuten, die ihren Geist dem Dharma zugewandt haben, sich in dem Dharma vollständig engagieren und durch die Dinge, die sie dann dort praktizieren, die Möglichkeit haben, ein gewisses Maß an Erwachen auch zu erfahren. In all the schools of Buddhism, it says the enlightenment of the Buddha is not dependent on causes and conditions. In all den Schulen des Buddhismus heißt es, dass die Erleuchtung des Buddha nicht von Ursachen und Bedingungen abhängt. Without the effort of meditation and inquiry and so on, the enlightenment would not occur.
Aber ohne Meditation, ohne die Anstrengung der Untersuchung, der Analyse würde die Erleuchtung nicht erscheinen. But the basis of the enlightenment was always there. Aber die Basis für das Erscheinen der Erleuchtung war immer schon da. For example, if the windows in your house are very dirty, Wenn zum Beispiel die Fenster in unserem Haus sehr schmutzig sind, if you want them to be clean, you have to clean them. wenn wir wollen, dass sie sauber sind, durchsichtig sind, müssen wir sie sauber machen. So you have a bucket and some water and some soap or some substance, and you scrub away. Dann haben wir vielleicht einen Eimer mit Wasser und irgendeine Seife oder irgendeine andere Substanz, irgendwie ein Tuch oder irgendwas und dann schrubben wir. Then the window is clean and shiny. Dann ist das Fenster sauber und strahlend. It's shiny because it's the capacity of the glass to shine. Es ist glänzend oder strahlend, weil es die Fähigkeit des Glases ist, glänzend oder strahlend zu sein. Your effort didn't make the glass shiny. Unsere Anstrengung hat das Glas nicht strahlen lassen. Your effort removed the obscuration, the covering, which hid the shininess of the glass. Unsere Anstrengung hat lediglich die Verdunklung, das Hindernis beseitigt, das das Glas daran gehindert hat, seine strahlende Qualität zu zeigen. Because if the shininess of the glass was based on your effort, Wenn diese Strahlkraft des Glases auf unserer Anstrengung basieren würde, then it would be a much more temporary thing than it is. dann wäre sie eine sehr viel zeitweiligere Sache, als sie tatsächlich ist. If the enlightenment of the Buddha was based on the effort the Buddha made before he was enlightened, Wenn die Erleuchtung des Buddha auf der Anstrengung beruhte, die er ausgeübt hat, bevor er erleuchtet war, then because all compounded things are impermanent, da alle zusammengesetzten Dinge unbeständig sind, enlightenment as a construct would be impermanent. wäre die Erleuchtung als ein Konstrukt ebenfalls der Vergänglichkeit ausgesetzt. You would build it up, it would last for a while, and then it would cease. Wir würden sie sozusagen aufbauen, dann würde sie für eine Weile Bestand haben und dann würde sie aufhören. This impermanent structure is the nature of everything which occurs in samsara. Diese unbeständige oder vergängliche Struktur ist die Natur von allem, was in Samsara erscheint. Even the highest God realms, the formless realms where everything is completely peaceful and there is no disturbance. Sogar noch die höchsten Götterbereiche, formlose Bereiche, wo alles vollkommen friedlich und ohne Störungen ist. They arise from causes and conditions. Diese Umstände entstehen aufgrund von Ursachen und Bedingungen. When the causal forces are exhausted, we awaken from these states. Wenn die kausalen Kräfte sich erschöpft haben, erwachen wir aus diesen Zuständen. And are then re-exposed to the turbulence of interaction. Und dann sind wir wieder den Turbulenzen der Wechselwirkung ausgesetzt. But enlightenment is not like that. Aber Erleuchtung ist nicht wie das. Enlightenment is the awakening to the nature of our own mind. Erleuchtung ist das Erwachen zu der Natur des eigenen Geistes, The awareness which never changes. zu der Bewusstheit, die niemals sich verändert. The content of the mind is always changing. Der Inhalt des Geistes ändert sich die ganze Zeit über. When we realize the inseparability or non-duality of the openness of the mind itself and the ceaseless stream of experience, Wenn wir aber die Untrennbarkeit oder die Nichtdualität von der offenen Bewusstheit unseres Geistes und dem unaufhörlichen Strom von Erfahrung erkennen, then we awaken to the unification of wisdom and compassion. dann erwachen wir zu der Vereinigung von Weisheit und Mitgefühl. Wisdom is to be present in the moment that our mind reveals itself as open, without shape, color, form, and so on. Weisheit ist dabei das Gegenwärtigsein in dem Augenblick, in dem sich der Geist als vollkommen offen, ungeformt, frei von Form, Farbe und dergleichen offenbart. This is unchanging and undamageable. Das ist ein unveränderbarer und unbeschädigbarer Aspekt. It's referred to as dorji, as indestructible. Man sagt oft davon, dass es das Dorje ist, das Unzerstörbare. And so it remains completely open to the stream of experience. Und das bleibt vollständig offen gegenüber dem Strom der Erfahrung. And so in being in touch with life as it's unfolding, we find a way in to make connections with different kinds of people. Und wenn wir mit dem Leben, so wie es sich entfaltet, so wie es sich sozusagen auspackt,
in Kontakt bleiben, finden wir immer einen Weg hinein und dann auch dazu, mit anderen Menschen oder anderen Leuten in Kontakt zu sein, in Berührung zu sein. And for this reason, the Buddha doesn't have to protect themselves against appearance. Deswegen muss der Buddha sich gegen die Erscheinung nicht schützen. The world is only dangerous when we take it too seriously. Die Welt ist nur dann gefährlich, wenn wir sie zu ernst nehmen. When we imagine that it's made out of real substantial entities and that within it we also exist as a real substantial entity. Nur dann, wenn wir uns vorstellen, dass die Welt aus wahrhaft existenten, realen Entitäten, Dingen gemacht ist und dass wir selbst in dieser Welt auch ein wahrhaft existentes Ding, eine wahrhaft reale Entität sind. So this is the basic worldview or orientation within which he is explaining the nature of the mind. Das ist also die grundlegende Weltsicht oder Orientierung, innerhalb derer Chetsangpa die Natur des Geistes erklärt. He's saying, start to be a little bit suspicious of yourself. Er sagt, fang damit an, ein bisschen skeptisch dir selbst gegenüber zu sein. When you have a feeling, whether it's of desire or anger, are you sure that it's reliable? Wenn du ein Gefühl hast, sei es Begierde, sei es Zorn, bist du dir sicher, dass das ein verlässliches Gefühl ist? We are easily carried away by our identification with ideas. Wir werden sehr leicht fortgetragen von unserer Identifikation mit Ideen. And he's going to explain why this is the case. Und dann erklärt er, warum das der Fall ist. And this is very helpful. Das ist sehr hilfreich. So he is beginning, I'll just open the text a little bit and then we can have a short break. Ich werde jetzt ein bisschen schon mit dem Text beginnen und dann können wir eine kurze Pause machen. He says that at this time we all have the freedom and opportunities of a precious human birth. Als erstes sagt er, dass wir zu dieser Zeit, an diesem Ort, die kostbare Gelegenheit einer kostbaren menschlichen Geburt haben. This means when you go out in the break and you look at the little birds and you see the insects, Das heißt, wenn wir jetzt dann in der Pause rausgehen und vielleicht Vögel oder kleine Insekten anschauen, how sad is their condition? wie traurig ist ihr Zustand. Powerless at the mercy of habit formations. Machtlos, ausgeliefert der Gnade von Gewohnheitsformierungen. They are at the mercy of instinct, with a carried forward feeling and necessity. Sie sind sozusagen ausgeliefert der Gnade von Instinkten, vorwärtsgetrieben zu sein, einem Empfinden von Notwendigkeit. We have reasonably healthy bodies. Wir haben einigermaßen vernünftig gesunde Körper. We have a chance to learn the Dharma. Wir haben die Chance, den Dharma zu lernen. We're able to travel and meet different kinds of teachers. Wir sind in der Lage zu reisen und verschiedene Arten von Lehrern zu treffen. We can read texts and reflect on the meaning. Wir können Texte lesen, wir können ihre Bedeutung reflektieren. In the whole world, this is very rare. In der ganzen Welt ist es ein sehr seltener Zustand. Coming up the hill, we saw many people going by on motorbikes. Als wir hierher kamen, haben wir viele Leute gesehen, die hier mit den Motorrädern rumfuhren. Some of them had little cameras fixed on their helmet. Manche von ihnen hatten kleine so Actionkameras auf ihren Helm fixiert. So that they can show their mother, look how fast I can go around the corner. So dass sie ihrer Mutter zeigen können, guck mal, wie schnell ich um die Ecke fahren kann. This is what they think is important. Und das ist das, was sie denken, das wichtig ist. When we come in contact with Dharma, we think maybe that's not so important. Wenn wir in Kontakt mit dem Dharma kommen, dann denken die vielleicht nicht mehr, dass es so wichtig ist. If you have to do it, or it's a suitable means for getting to work, that's one thing. Wenn man es tun muss, weil es sozusagen das geeignete Mittel ist, zur Arbeit zu fahren, ist eine Sache. But if you think, oh, this is a sign of my great skill, that I can go around the corner very fast. Wenn wir aber denken, das ist ein Anzeichen meiner großen Geschicklichkeit, dass ich sehr schnell um die Ecke biegen kann, This is true for a while. dann ist das nur für eine Weile wahr. You couldn't do that when you were 5 years of age. Wir konnten es nicht tun, als wir 5 Jahre alt waren. And you probably couldn't do it when you're 75.
Und wir werden es wahrscheinlich auch nicht mehr tun können, wenn wir 75 sein werden. So the fact you can drive the motorcycle fast around the corner is a sign of the operation of causes and conditions. Die Tatsache also, dass wir in der Lage sind, unser Motorrad sehr schnell um die Ecke zu fahren, ist nichts anderes als ein Anzeichen, dass Ursachen und Bedingungen am Wirken sind. It doesn't speak of any eternal truth about yourself. Es spricht nicht von irgendeiner, wie auch immer gearteten, ewigen Wahrheit über uns. Because if it's a big bike, you need quite a bit of strength to keep it under control. Wenn es ein großes Motorrad ist, braucht man eine Menge Kraft, um es unter Kontrolle zu halten. So in this way, we can start to see, oh, people are caught up in fantasies of the construction of themselves. Und auf diese Weise können wir sehen, dass Leute in den Fantasien eines Selbstkonstrukts befangen sind. But they don't examine that because they believe it. Aber sie untersuchen es nicht, weil sie an es glauben. So having the freedoms and advantages, opportunities of a precious human birth means I have a chance to observe what am I up to. Und diese Freiheiten und Vorteile einer kostbaren menschlichen Geburt zu besitzen, bedeutet auch, dass man die Chance hat zu beobachten, wonach man eigentlich trachtet. Then he says, if you want to gain the permanent result of Buddhahood, it's necessary to practice the precious holy Dharma. Dann sagt er, wenn du darauf aus bist, die Resultate der kostbaren, der heiligen Buddhaschaft zu bekommen, musst du den heiligen Dharma praktizieren. So, there is something permanent, which is enlightenment, awakening to one's own condition, but everything else is impermanent. Entschuldigung, ich habe vergessen zu sagen, also die beständige Buddhaschaft zu erlangen, musst du den heiligen Dharma praktizieren. Und James sagt, was hier ausgedrückt wird, ist, dass es in der Tat etwas Beständiges gibt und das ist das Erwachen zu dem So-Sein der Dinge, aber alles andere ist eben unbeständig. Studying the history of rock and roll, die Geschichte des Rock'n'Rolls zu studieren, going to visit the great fashion houses in the Milan week, and so forth. These are interesting things to do, but they won't open the path to awakening. Große Modehäuser in der Betrieb. Fashion. In Mailand die großen Modehäuser zu besuchen und viele andere Dinge mögen vielleicht an sich sehr interessant sein. Neither will learning how to make your own shoes. Und auch wenn ihr lernt, wie man selber sich Schuhe machen kann. Nor growing your own vegetables. Oder wie man sein eigenes Gemüse züchten kann. None of these things are bad. Nicht, dass diese Dinge schlecht wären. All of these things could be integrated into Dharma. Weil diese Dinge könnten auch in die Praxis Dharma integriert werden. But in themselves, as worldly activities, they won't be helpful. Aber an sich, für sich, als weltliche Aktivitäten werden sie nicht hilfreich sein. Because imagine you're growing your own vegetables. Stellen wir uns vor, wir züchten unser eigenes Gemüse. Digging into the earth. Wir graben da in der Erde. You don't want to kill all the insects. Wir wollen nicht all diese Insekten töten. There's a lot of insects. Und da ist eine ganze Menge davon drin. Many of them are very, very small. Manche von ihnen sind sehr klein. So you bring out your microscope. Wir bringen unser Mikroskop raus. The gardening becomes very slow. Und dann wird das Gärtnern sehr langsam. Or you decide anyway, everything that's born will die, so I'm just going to cut into the ground. Oder wir entscheiden, egal, alles was geboren ist, wird auch sterben, also kann ich gleich darum machen. Now your plants are growing. Und dann wachsen die Pflanzen. Now the snails are coming. Jetzt kommen die Schnecken. Should I kill the snails? Soll ich die Schnecken töten? Will I offer them as a gift over the wall into my neighbor's garden? Opfere sie als Geschenk über den Zaun im Garten meines Nachbarn. Endless decisions to be made. Endlose Entscheidungen getroffen werden müssen. And the problem is that I have to decide how am I going to be. Das Problem daran ist, dass ich entscheiden muss, wie ich sein werde. What shall I do with this? Was soll ich damit, mit diesem hier tun? Subject, object and verb. Subjekt, Objekt und ein Verb. Buddhist traditions are called the three wheels. Das nennt man in der buddhistischen Tradition die drei Räder oder Sphären. Self, other and the connection between them. Das Selbst, das andere und die Verbindung zwischen den beiden. It's
very difficult to know what's the right thing to do. Es ist sehr schwer zu wissen, was das Richtige zu tun wäre. If you have a child at school and you have some difficulty with the teacher, wenn es da in der Schule wenn wir ein Kind in der Schule haben und es gibt Probleme mit dem Lehrer, should you speak to the teacher? How would you speak to the teacher? Soll man mit dem Lehrer reden? Wie soll man mit ihm reden? Most of our ordinary life situations are very complicated because there is no right way to do it. Die meisten unserer normalen Lebenssituationen sind sehr kompliziert, weil es nicht die richtige Art und Weise gibt, sie zu bewältigen. And yet you want to take care of your child. Und doch will man natürlich für sein Kind sorgen. So we find ourselves at the mercy of waves of hopes and fears. Dann finden wir uns wieder sozusagen ausgeliefert den Wellen von Hoffnung und Befürchtung. You say something and then you have some doubts afterwards if it was the right thing to say. Wir sagen vielleicht irgendwas und dann kommen die Zweifel, war es überhaupt das Richtige, was wir gesagt haben. Ordinary interactions in the world, again, they're not wrong, they're just very, very complicated. Gewöhnliche Interaktionen in der Welt sind nicht per se falsch, aber sie sind sehr kompliziert. And because one thing leads to another. Und ein Ding führt zum nächsten. And so what he's saying is that if you want the path to awakening, you have to go through the Dharma, because the Dharma simplifies life by indicating the wrong turnings, the cul-de-sacs and so on life's journey. Und was es also ausdrückt, ist, dass wenn man tatsächlich dieses Erwachen erfahren will, dass man dann durch den Dharma hindurch muss. Und der Dharma ist sozusagen dasjenige, was unser Leben dann vereinfacht und uns gewissermaßen ein Zeichen setzt, wo eine falsche Abbiegung oder gar eine Sackgasse zu finden wäre. It's not that you have to become a clone of the Buddha. Es ist nicht so, dass wir da ein Klon des Buddha werden. We make use of the instructions and the methods developed by the wise. Wir machen einfach Gebrauch von den Instruktionen und Methoden, die von den Weisen entwickelt worden sind. But we still need to implement them in the particularities of our life. Aber wir müssen immer noch die Arbeit leisten, sie in den Besonderheiten unseres eigenen Lebens zu implementieren. This requires all our intelligence and creativity and responsiveness. Das erfordert immer noch unsere gesamte Intelligenz, Kreativität und Empfänglichkeit. The path for each of us is unique and individual. Der Pfad für jeden von uns ist einmalig und individuell. But the principles underlying the path are general. Aber die dem Pfad zugrunde liegenden Prinzipien sind von allgemeiner Art. Just knowing the general principles is not enough. Aber einfach nur die allgemeinen Prinzipien zu kennen, ist nicht genug. We have to implement them in the specificity of our own embodied lived existence. Wir müssen sie in der Spezifizität der eigenen gelebten, verkörperten Erfahrung, Existenz implementieren. But if we don't learn the map or the view, andererseits, wenn wir die Karte oder die Sichtweise nicht lernen, then we're likely to have to reinvent the wheel. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir das Rad neu erfinden müssen. And that can take a long time. Das kann sehr lange brauchen. And life is short. Das Leben ist aber kurz. So that means we make use of other people to develop ourselves. Das bedeutet, dass wir den Gebrauch von anderen machen, um uns selbst zu entwickeln. This is not an exploitative making use of. Es ist kein ausbeuterisches Gebrauch machen. But one done with gratitude. Sondern es ist eines, das mit Dankbarkeit verrichtet wird. How lucky we are. Wie glücklich sind wir. Then we have to apply it. Dann müssen wir es aber anwenden. So this is the sense, oh, we have a chance. We have some possibilities here in front of us. Und das ist ein Empfinden, oh, da ist eine Chance für uns, da öffnet sich vor uns eine Möglichkeit. And then he says, it's said that the methods of following the path of the Holy Dharma are vast beyond comprehension. Und dann sagt er, es wird gesagt, dass die Methoden, dem heiligen Dharma zu folgen, weit und umfassend jenseits von Begreifen sind. Many, many teachings, many methods, initiations and so on. Sehr, sehr viele Lehren, sehr viele Methoden, sehr viele Initiationen und so weiter. Then he says, but for we who meditate, we meditating people.
dann sagt er aber für uns, die wir meditieren, also für uns Meditierende, the outer sutra commentaries and explanations and inner tantra commentaries and explanations are not so important. für uns Meditierende sind die äußeren Sutra-Erklärungen, Kommentare und auch die inneren Tantra-Erklärungen, Kommentare nicht so wichtig. We need just one instruction spoken by the holy accomplished guru by which we can understand our own mind to be the root of all of samsara and nirvana. Wir brauchen eine einzige Unterweisung, die von unserem heiligen und vollendeten Guru gesprochen wird, die unser Verständnis für das ganze Samsara und Nirvana öffnet. That is to say, to study the Dharma is to study yourself. Und das drückt aus, dass den Dharma zu studieren bedeutet, sich selbst zu studieren. To learn to observe your own experience. Zu lernen, die eigene Erfahrung zu beobachten. To see how you cheat yourself. Zu erkennen, wie man sich selbst betrügt. To see how you get carried away. Zu sehen, wie man fortgetragen wird. This is not a matter of blaming yourself or entering into judgment. Und es ist keine Frage, von sich selbst Schuld zu geben oder Urteil über sich selbst zu fällen. But just looking and seeing in a neutral way. Es ist ein Schauen und Sehen auf einer neutralen Weise. And then, with that, you start to learn. Mit diesem beginnt man zu lernen. And if you learn to learn from experience, und wenn wir lernen, aus Erfahrung zu lernen, all of life becomes your teacher. wird das ganze Leben zu unserem Lehrer. And that's because you see that everything which occurs is your life. Das ist so, weil wir sehen, dass alles, was erscheint, unser Leben ist. The world is not constituted out of separate objects existing somewhere out there, each having their own internal essence. Die Welt besteht nicht aus lauter Objekten, die da irgendwo draußen für sich selbst existieren und jedes für sich irgendeine innewohnende Essenz haben. Everything that we encounter at any time in any place is our experience. Alles, dem wir begegnen, egal wo und wann, ist unsere Erfahrung. What it is in itself, you cannot know. Was es an sich ist, können wir nicht wissen. You can't take your mind out of the equation. Wir können unseren Geist nicht aus der Gleichung herauslösen. Objective knowledge is an illusion. Ein objektives Wissen ist eine Illusion. Because the object is always apprehended by your own mind. Denn das Objekt wird immer durch den eigenen Geist verstanden. In my hand I'm holding a book. In meiner Hand halte ich ein Buch. Can we all agree on that? Können wir uns alle darauf verständigen? How come you can all agree on that? Wie kommt es, dass wir uns alle darauf verständigen können? Because you are not cows and you are not wasps. Denn wir sind nicht Kühe und nicht Wespen. Donkeys and goats don't know this is a book. Esel und Ziegen wissen nicht, dass es ein Buch ist. Chickens don't know it's a book. Auch Hühner wissen nicht, dass das ein Buch ist. People living in Western Europe know it's a book. Aber Leute, die in der westlichen Welt leben, wissen, dass es ein Buch ist. That is to say, in your mind, you have the interpretive category that allows you to say, this is a book. Dann wurden in eurem Geist verfügt über eine interpretative Kategorie, die euch erlaubt zu sagen, es handelt sich hier um ein Buch. People living in the jungle who have never encountered books won't know what a book is. Leute, die im Dschungel leben, die einem Buch noch nie begegnet sind, werden auch nicht wissen, was ein Buch ist. They don't know what writing is. Sie wissen nicht, was Schrift ist. So, for them it's not a book in the way it is for us. Something is there. Für sie ist das kein Buch in der Art und Weise, wie es für uns ein Buch ist. Natürlich, irgendetwas ist da. And they will make sense of it according to their own categories of interpretation. Und sie werden versuchen, Sinn daraus zu machen, gemäß den eigenen Interpretationskategorien. Because of our shared cultural background, Da wir aber miteinander einen kulturellen Hintergrund teilen, it's easy for us to enter a consensus. This is a book. ist für uns einfach ein Konsens zu erzielen, dass es sich hier um ein Buch handelt. When we say this is a book, we seem to be talking about something which is external and self-existing. A book is a book is a book.
Wenn wir sagen, es handelt sich um ein Buch, dann scheint es so, als würden wir eine Aussage über etwas Äußeres an sich selbst, aus sich selbst, da draußen, für sich selbst Existierendes handeln, sozusagen nach dem Motto, ein Buch ist ein Buch ist ein Buch. But to say it is a book is an interpretation. Aber zu sagen, dass es ein Buch ist, ist bereits eine Interpretation. The book, the notion of the book exists as a co-creation between whatever is here and my concepts by which I apprehend or take hold of this what is here-ness. Vorstellung, dass es ein Buch sei, ist eine Co-Kreation, eine gemeinsame Erschaffung sozusagen von etwas, was da ist, einem etwas, was sich präsentiert und unseren ganzen Konzepten und Vorstellungen, die wir als solche dann erkennen und benennen. Small children don't know what is a book. Kleine Kinder wissen auch nicht, was ein Buch ist. One of my supervisees in the hospital was writing her dissertation for the end of her psychotherapy training. Eine der Supervisoren im Krankenhaus, in der Klinik, schrieb gerade ihre Abschlussarbeit für ihre Psychotherapieausbildung. And she had 3 nicely bound copies to hand in to the course. Und sie hatte 3 schön gebundene Fassungen, die sie dem Kursus aushändigen wollte. She had been working on it for a long time. Sie hat daran lange Zeit gearbeitet. And talking about it in the family. Und sie hat darüber auch in der Familie gesprochen. And in the morning when she went to get the copies to take to the college, und an dem Morgen, an dem sie hinging, um diese Drucke da dem College auszuhändigen, she found that her 4-year-old son had scribbled all over. fand sie, dass ihr 4-jähriger Sohn überall irgendwas reingeschmiert hat. Because these pieces of paper represented the theft of the mother's attention. Denn diese Stücke Papier haben sozusagen den Diebstahl an der Aufmerksamkeit der Mutter gewissermaßen repräsentiert. This paper is the enemy. Das Papier war der Feind. In that way, what it is, it depends on your mind. In dieser Weise, was ist, dann ist, hängt von unserem Geist ab. This is why in the Buddhism they always say the mind is chief. Deswegen sagt man im Buddhismus immer, der Geist ist der Chef. Okay, if we take a break for, say, 20 minutes and then come back and we go into the text a little more. Dann machen wir jetzt eine Pause von 20 Minuten und dann kommen wir hier zurück und machen weiter mit dem Text.